Hallihallo und willkommen zurück zu SQL. Ja, letztes Mal habe ich euch gesagt, ich würde dieses Mal mit dem Einfügen anfangen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe noch ein paar Sachen zu Where nicht gesagt gehabt. Nämlich, wenn ich Where-Anweisungen kombinieren möchte, dann kann ich nämlich das Ganze mit AND oder OR machen. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich euch auch noch gerne zeigen möchte. Okay, also sagen wir Where ID gleich 40. Gut, das kennen wir ja schon. Dann kommt der Michael Ringer aus San Francisco. So, und jetzt möchte ich aber noch eine weitere Bedingung stellen. Wie zum Beispiel, wobei sagen wir doch hier einfach mal größer. Dann kriege ich alles nach ID 40, also mit ID 40 bis 49 einschließlich. Gut, und jetzt möchte ich aber nur die Leute haben, die mit Vornamen Robert heißen. Also sage ich and. Und dann First Name gleich Robert oder Robert, je nachdem, wo sie wohnen. Und dann führe ich aus und kriege hier einen aus. Oh Gott, was sind das für Städte? Ja, ist okay. Also ich kriege hier einmal den Robert King und den Robert Fuller oder Robert Fuller, je nachdem. Ja, und was wir jetzt hier sehen, wenn wir AND sagen, müssen beide Bedingungen erfüllt sein. Also diese Bedingung, die ich hier schreibe, diese Bedingung, die ich hier schreibe. So, wenn ich OR schreibe, dann muss nur eine der Bedingungen erfüllt sein. Also entweder muss die ID größer als 40 sein, also wir haben hier 40 bis 49, oder sie müssen mit Vornamen Robert heißen. Also kommen natürlich die hier gleich theoretisch doppelt rein, aber sie werden trotzdem nur einmal aufgelistet. Und alle Roberts aus den IDs bis einschließlich 39 werden trotzdem aufgelistet. Denn ich kann ja hier den Vornamen auf Robert theoretisch auch noch haben. Das sind dann eben Robert Smith, Heiniger, Steele und Patterson, die wir hier noch kriegen. Die haben ID 3, 25, 29 und 38, also eigentlich kleiner als 40, aber wegen dem Ohr hier, ja, gut. So, und jetzt wird's verwirrend. Was mache ich, wenn ich jetzt hier den Last Name gleich, was haben wir denn hier? Machen wir doch mal Fuller. So. Und jetzt spackt das Ganze so ein bisschen rum. Okay, wir wollen hier haben, ID ist größer gleich 40. Hier ist gegeben für all diese. Oder aber wir wollen den Vornamen Robert und den Nachnamen Fuller haben. Oh, ups, da wollte ich nicht dran ziehen. Das heißt, das AND schachtelt sich automatisch hier so rein, als hätten wir hier eine Klammer. Das sollte keinen Unterschied machen. Denn jetzt, also ich klammer das quasi immer von hinten, wenn ich nicht klammer. Aber was ich euch wärmstens ans Herz legen würde, klammert wirklich einfach immer. Also wenn ich jetzt hier ID klammer bis zum Ende von, also wenn ihr solche OR und AND-Schachtelungen habt, dann solltet ihr wirklich immer klammern. Wenn ich jetzt hier nämlich sage ID größer gleich 40 oder First Name gleich Robert, ihr wisst ja, was dann rauskommt, dann kommen die mit 39, 38 und sowas, die mit Vornamen Robert heißen, noch raus. Und der Nachname muss Fuller sein, dann kriege ich tatsächlich nur diesen einen Robert Fuller. Dass hier Robert steht, ist auch noch Zufall. Denn hier vorne, diese Bedingung ist erfüllt, dadurch, dass die ID Größe 48 ist. Selbst wenn er nicht Robert mit Vorname heißen würde, wäre es erfüllt. Ähm, und der Nachname muss auch Fuller sein. Also es kommt wirklich drauf an, wo es geschachtelt wird. Aber das werdet ihr wahrscheinlich schon irgendwie kennen. Gut. Ähm, ja, es sei denn, ihr lernt SQL tatsächlich so als allererstes. Dann würde ich euch wirklich empfehlen, einfach immer schachteln und nicht so viel mit den Ands und Ors rummachen. Nur so viel, wie ihr wirklich müsst. Da kann tatsächlich was mal schief gehen bei. Gut. Ähm, ja, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist das sogenannte Order by. Dazu werde ich jetzt einfach mal wieder hier nur ID größer gleich 40 wählen. So, dass wir hier eine schön überschauliche Datenbank haben. Und ja, jetzt kann man hier noch sagen Order by. Und dann kommt hier ein Column Name und eventuell ein zweiter Column Name. Also sagen wir hier als erstes mal Michael, äh, nee, ja, Column Name, Entschuldigung, First Name. Und als zweiter Column Name wollen wir den Last Name haben. Und dann hat man hier die Möglichkeit ASC zu schreiben oder DESC. Ihr wisst ja, dass
das Ganze hier nicht case-sensitiv ist, aber so kann man einigermaßen erkennen, was jetzt tatsächlich eine Anweisung ist, indem man die Anweisung einfach alle in Großbuchstaben schreibt und die anderen Sachen halt nicht. Also Desk wäre descending, das ist dann absteigend, und ASC wäre ascending, was aufsteigend wäre. So, also haben wir hier geordnet nach Vornamen. Da fangen wir an bei Anne, Bill, Bob, George, John und so weiter. Und hier unten sehen wir dann zwei Roberts, einmal Fuller und einmal King. Und da ist natürlich der Last Name dann entscheidend, weil sie beim Vornamen absolut gleich sind. Und beim Last Name, den wir hier als zweite Möglichkeit angegeben haben, ist Fuller natürlich vor King. Okay, wenn wir jetzt Desk schreiben, ist es natürlich gerade andersrum. Achso, ja, das muss man hier jedes Mal schreiben. Oder wie? Nein. Irgendwie ist da das Ganze ein bisschen komisch, okay. Okay, also wenn wir das so schreiben, dann wird es scheinbar hier nur beim Nachnamen sortiert, und wenn wir jetzt hier eben, also standardmäßig ist natürlich immer Ascending gemeint, und wenn wir jetzt hier den Last Name weglassen, dann haben wir hier ein Descending. So, ja, was das eigentlich macht, ist dasselbe, wie wenn wir hier einfach draufklicken. Also das macht uns dieses HSQL Database Manager schon so. Wir kriegen hier natürlich tatsächlich immer, also wenn wir dann in Java zum Beispiel sind, kriegen wir hier jetzt irgendwelche Arrays zurück. Und ja, wir können dann hier natürlich nicht einfach auf eine ID klicken, um dann nach der ID zu sortieren, sondern müssen dieses Order by benutzen. Das hat jetzt natürlich hier mein Statement gerade ein bisschen kaputt gemacht, weil ich hier drauf geklickt habe. Theoretisch sollte es ja so aussehen. Und wenn ich jetzt hier auf ID klicke, dann ist es so, als würde ich hier noch hinschreiben Order by ID. Was ich eigentlich gerade mal machen kann, dass ihr auch seht, dass es dasselbe ist. Und ja, also ich sortiere hier gerade mal nach dem Namen und execute, und dann kommt wieder die ID. Gut, ja, also das wäre Order by. Ähm, gut, ja, und das nächste Mal machen wir dann tatsächlich das Insert into, also das Einfügen in eine Tabelle, wie ich es euch letztes Mal schon versprochen habt. Ja, gut, dann liken nicht vergessen und abonnieren und kommentieren. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.